und herzlich willkommen. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie wir in das Storefront Content rendern. Also wie Inhalte, die für eine Landingpage konfiguriert sind, überhaupt in das Storefront ankommen und wie wir diese rendern. Denn all das, was ich hier sehe, dieses große Teaserbild mit Text oder dieses Grid, was ich hier sehe, dieser Zweispaltentext, die Produktkacheln, das muss ja alles irgendwo konfiguriert und gepflegt werden und das muss ja auch in das Storefront entsprechend umgesetzt werden. Dazu springen wir einmal kurz in das Macaira Dashboard, genau genommen in den Macaira Page Editor, den wir hier oben links im Menü finden. Und vorweg eine Information: Solltest du gerade in diesem Moment zum ersten Mal vom Page Editor hören und dich fragen, was ist das denn? Da habe ich noch nie was von gehört. Dann empfehle ich dir sehr, einmal in der Macaira Dokumentation den Page Editor aufzurufen und dir das durchzulesen. Dann bekommst du einen guten Einblick darin, was der Page Editor ist und was du damit machen kannst. Den Link dazu findest du natürlich wie gewohnt in der Videobeschreibung. Wir gehen also wieder zurück in den Page Editor und suchen hier einmal nach der Startseite, die wir ja aktuell bearbeiten. So, dann sehe ich hier, das ist die Startseite. Und rechts in der Vorschau sehen wir auch schon, das sieht auch ziemlich genau so aus wie das, was wir gerade lokal gesehen haben. Wir sind also auf der richtigen Seite. Und jetzt möchte ich mal hier links zeigen, im Inhaltsbereich sehen wir verschiedene Inhalte, die platziert wurden. Zum Beispiel der Teaser Hero, den ich hier habe, oder ein Teaser Grid, was ich etwas weiter unten habe, diese verschiedenen Bilder, eine Promotion, ein Text, der mehrspaltig ist, oder Produktteaser. Ich kann diese Inhalte natürlich auch umsortieren, wenn ich das möchte. Zack, und sehe dann gleich, so sieht das also aus. Ich kann es auch wieder zurückbringen. Nur als Beispiel, was man hier alles machen kann. Und irgendwie müssen jetzt diese Inhalte in das Storefront landen. Und dazu gleich eine Info am Rande, was genau jetzt diese Komponenten hier sind und woher das kommt, dass ich zum Beispiel hier verschiedene Komponenten pflegen kann, wie du eigene Komponenten anlegen kannst. All das schauen wir uns in einem anderen Video an. In diesem Video geht es erstmal nur darum, dir generell den Datenfluss zu zeigen von Macaira in die Storefront. Allerdings muss ich dazu natürlich eine Sache schon vorwegnehmen, um einfach das Verständnis zu schaffen. Dazu gehen wir einmal noch in das Dashboard zurück und werden dann gleich hier unten links auf den Reiter Komponenten-Editor klicken, denn das ist die Stelle, an der du die Komponenten oder die Komponenten, die du im Page Editor pflegen möchtest, konfigurieren kannst. Und zwar habe ich hier für jede der Komponenten, die ich im Page Editor pflegen kann, einen Eintrag oder eine Einstellung, eine Konfiguration. Wie das im Detail aussieht, schauen wir uns wie gesagt in einem anderen Video an. Wichtig für uns im Moment ist nur zu wissen, dass jede Komponente oder jede Vorlage einer Komponente vielmehr einen eindeutigen Identifier braucht. In dem Fall zum Beispiel für den Hero Teaser, das ist das Element, was wir ganz oben gesehen haben, ist das halt Teaser-Hero. Das ist sozusagen die Information, die wir in der Storefront auch brauchen, um zu wissen, welches Inhaltselement hat welche Entsprechung als React-Komponente. Denn alles, was wir hier sehen, dieses große Teaser-Banner oder dieses Grid oder der Text, all das, was wir an Inhalten tatsächlich darstellen, ist alles in Form von React-Komponenten umgesetzt. Also kannst du dir vorstellen, dass jede Komponente, die du im Macaira Page Editor anlegst und pflegst, eine Entsprechung als React-Komponente hat. Und wie das im Code aussieht, schauen wir uns jetzt einmal an. Wir springen also zurück in den PHP Storm und wir fangen da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, und zwar in der Entry.js, an der Stelle, wo wir die Page Component rendern. Du erinnerst dich, im letzten Video habe ich dir gezeigt, wie du hier anhand des Page Types ermitteln kannst, welche React-Komponente für die Landingpage genutzt werden soll. Wir springen nochmal kurz in dieses Page Components Objekt zurück und erinnern uns daran, für den Typ Page war das die Landingpage-Komponente. Und die schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Wir sehen hier, es gibt gar nicht so viel zu sehen, so viel passiert hier an der Stelle nicht, und für uns relevant sind auch nur zwei Sachen. Das erste ist in Zeile 7, die Page Data, die wir aus einer Hook bekommen, die heißt Use Global Data. Das ist eine Hook, die bezieht sich auf einen Kontext, den wir nutzen, um global sozusagen eine gewisse Art von State Handling zu haben. Um zum Beispiel die Page Data im globalen State zu halten, damit wir diese Daten nicht von ganz oben nach ganz unten durchgeben müssen als Property oder noch schlimmer uns jedes Mal diese Daten neu fetchen müssen. Um das einmal kurz zu verdeutlichen, wir schauen nochmal in die Entry.js rein und sehen, wenn wir runterscrollen in der Render-Methode, dass unsere Applikation, die ja eigentlich erst dieser Bereich hier ist, mit dem Layout-Header, der Page-Komponente und dem Footer, dass diese von vielen Providern gewrappt wird, zum Beispiel dem Global Data Provider, um halt diese globalen Daten vorzuhalten, auch einen Translation Provider, den wir nutzen, um Übersetzung zu benutzen, und zwei verschiedene andere Provider. Das ist alles unter der Haube einfach nur ein React-Kontext, beziehungsweise stellen uns diese Provider auch Hooks bereit. Wenn du mit dem Konzept von React-Kontext und Hooks noch nicht so vertraut bist, empfehle ich dir auf jeden Fall wieder die React-Dokumentation. Die Links dazu findest du natürlich wieder unterhalb der Videobeschreibung.
Wir gehen dann erstmal wieder zurück in die Landingpage und wissen also, an der Stelle haben wir uns aus der Hook die Page-Data geholt. Wir erinnern uns daran, die Page-Data haben wir initial bekommen, als wir serverseitig beim ersten Rendern oder beim ersten Aufrufen der Seite die Page-Data von Markierer gefetcht haben. Daher kommen sie ja und die können wir jetzt hier auch im Client weiter nutzen, denn wir weisen sie dem State zu vorher. Als nächstes müssen wir uns dann anschauen, was wir mit diesen Daten machen. Und zwar in den Page-Data ist ja alles enthalten, was die Seite betrifft, unter anderem auch die gepflegten Inhalte. Diese finde ich unter Page-Data, Data-Config und in der Config habe ich zwei Bereiche, Top und Bottom. Und in diesen Top- und Bottom-Bereichen habe ich jeweils ein Elements-Objekt oder Array eher gesagt, das ist gar kein Objekt. So viel sei schon mal verraten. Und jetzt wusste ich vielleicht, okay, was ist denn hier Top und Bottom und wieso ist ja auch eine Produktliste dazwischen? Das sind Features, die für uns an der Stelle gar nicht so relevant sind. Es ist so, man kann auch für eine Landingpage theoretisch eine Produktliste pflegen und dann entscheiden, möchte ich Inhalte oberhalb oder unterhalb der Liste platziert haben. Da wir das in diesem Fall aber nicht nutzen, ist für uns erstmal nur Zeile 16 entscheidend, in der wir einfach nur die Content-Elemente aus dem Top-Bereich rendern, von oben nach unten. Und wie dieses aussieht, dieses Elements-Array, werde ich dir einmal kurz zeigen, um auch einmal einen Blick in die Datenstruktur zu werfen. Ich werde es mir ganz klassisch einmal per console.log ausgeben. Dann werde ich die Seite einmal kurz neu laden. Und dann werden wir hier sehen, auf Terminal-Ebene, was wir hier da bekommen. Und wir sehen, das ist ein Array aus Objekten. Und jedes Objekt entspricht einem gepflegten Inhaltselement im Page-Editor. Wir sehen ja hier von oben nach unten Teaser Hero, Teaser Grid, Promotion, Multicolumn Text und Products. Das ist so ziemlich genau das, wie wir das auch im Page-Editor gepflegt haben, beziehungsweise wie die Reihenfolge auch ist, wie es hier von oben nach unten abgebildet wird. Und du erinnerst dich, gerade habe ich dir gezeigt, im Komponenten-Editor haben wir für den Teaser Hero den Identifier Teaser-Hero zugewiesen. Der ist ja auch enthalten und liegt im Key Component. Darüber hinaus hat dieses Entry-Objekt auch noch Properties. Das beinhaltet einfach ein paar Metadaten, wie zum Beispiel, ob das aktiv oder nicht aktiv ist, für welche Usergruppen das ausgespielt werden soll und natürlich auch den Content, also den tatsächlich gepflegten Inhalt. Und da ist es auch wieder so, wir bekommen hier nur Rohdaten, wir bekommen kein fertig gerendertes HTML, wir bekommen einfach nur die Rohdaten, die wir dann später technisch als Properties für die React-Komponente, die wir dann rendern werden, nutzen. So viel zur Datenstruktur. Ich mache das mal wieder kurz zu und entferne dieses console.log an der Stelle. Und wir schauen uns mal an, was eigentlich hier passiert. Wir rendern hier eine Content-Elements-Komponente und übergeben halt die Elemente als Elements-Property an die Komponente. Wir schauen uns das einmal an und finden hier etwas vor, das ähnlich zu dem aussieht und funktioniert, vom Prinzip eigentlich genauso, wie das, was wir in der Entry.js gesehen haben. Erinnere dich, in der Entry.js haben wir ja die Page Component anhand eines Mappings ermittelt. Wir haben ja gewusst, okay, wir haben einen Type, den nutzen wir als Key, um im Page Components Objekt zu ermitteln, welche Referenz auf welche React-Komponente wir haben wollen. Dasselbe Prinzip nutzen wir auch für die Inhalte an sich. Wir haben also ein großes Objekt Components, wo immer der Key der Identifier ist, der Identifier, den ich im Markierer Komponenten-Editor gepflegt habe, und der Value ist dann eine tatsächlich existierende React-Komponente, beziehungsweise die Referenz auf eine Komponente. Und das machen wir dann im Return hier unten. Wir gehen in Zeile 40, mappen wir über Elements und das Map sagt uns ja ganz klar, das ist ein Array. Und das kann man auch erkennen, wenn man hier oben einmal kurz schaut, in Zeile 19, indem wir uns Elements aus den Properties rauslesen. Wir sehen, wir weisen als Default-Wert ein Array zu und das ist eine Konvention, die wir in der Storefront durchziehen, dass wir immer dann, wenn wir Properties auslesen, auch nochmal einen Default-Wert vergeben, um auch dem Entwickler ganz klar zu zeigen, hey, das hier wird ein Array sein und kein Objekt oder kein String. Und damit weiß der Entwickler, was er denn hier benutzen kann an Funktionalitäten. Wenn ich natürlich keine Inhalte gepflegt habe und die Length des Arrays entsprechend 0 ist, dann machen wir gar nichts und return einfach null. Aber wir gehen jetzt davon aus und wir wissen es ja auch, dass wir da etwas gepflegt haben, also werden wir hier mappen können. Wir mappen also über das Elements Array und für jeden Eintrag müssen wir natürlich schauen, welche React-Komponente möchte ich rendern. Dazu wissen wir, das haben wir gerade gesehen, dass jeder Eintrag, jeder Entry, den wir gerade haben, einen Key Component hat, dessen Value dem Identifier aus Markierer entspricht. Das heißt, hier tun wir etwas, was wir auch aus der Entry.js kennen. Wir gehen in das Components-Objekt und rufen den Key auf, der dem Value von Component entspricht. Wir wissen, dass es beim Teaser Hero der Identifier Teaser-Hero ist, also ist es dieser hier. Und dementsprechend returnen wir dann an der Stelle die Referenz auf die Teaser Hero React-Komponente. Das heißt, in diesem Fall ist const Component einfach eine Referenz auf die Teaser Hero Komponente. Sollten wir da nichts haben, sollte ich zum Beispiel im Markierer eine Komponente pflegen, für die wir hier
keine Entsprechung haben, dann haben wir entsprechend keinen Wert und return null. Das heißt, für diesen Entry, auch wenn ich im Markierer etwas gepflegt habe, werden wir in der Storefront nichts anzeigen. Jetzt wissen wir aber, da ist etwas vorhanden. Das heißt, wir im Return Statement returnen wir diese Komponente. Wir returnen also die Referenz auf den Teaser Hero, geben als Properties den Content mit. Wir destructuren das Ganze, sodass die Inhalte selbst, die Rohdaten, als Properties an die Komponente mit übergeben werden. Und um einmal zu zeigen, was passiert, wenn ich eine Entsprechung nicht habe, wir löschen mal ganz kurz diesen Key hier aus dem Objekt raus, speichern das und wir sehen, es ist schon verschwunden. Warum ist das passiert und ich musste nicht neu laden? Ganz einfach, wir haben einen Browser-Sync mit der Storefront. Das heißt, wenn du die Storefront im Development-Modus betreibst, brauchst du, wenn du eine Änderung machst, in der Regel nicht nochmal in den Browser selbst gehen und F5 drücken, sondern die Storefront aktualisiert sich von selbst. Hier sehen wir also, das Teaser Hero Banner ist nicht mehr zu sehen, obwohl ich es ja im Page-Video gepflegt habe. Wenn ich aber das Mapping wieder erweitere, dann sehe ich, es ist wieder da. Das ist wichtig zu wissen, das heißt, gerade dann, wenn du im Markierer eine neue Komponente anlegst, die nicht im Default vorhanden ist, dann musst du in diesem Content Elements Array auf jeden Fall dieses Mapping bauen, weil sonst weiß die Storefront nicht, was sie mit diesem Eintrag machen soll. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angelangt. Ich habe dir also gezeigt, wie wir die Daten von Markierer, die wir im Page-Editor pflegen, in die Storefront bekommen und wie wir dort ein Mapping betreiben, um aus den einzelnen Inhaltselementen, die im Page-Editor gepflegt sind, die entsprechenden React-Komponenten herauszurendern. Im nächsten Video werde ich dir dann nochmal zeigen, wie denn genau wir mit den Komponenten arbeiten. Also erstens, wie du eine Komponente selber anlegen kannst, wie du sie konfigurieren kannst, wie du eine API dafür definieren kannst, wie du eine UI definieren kannst und natürlich auch, wie du im Frontend selbst in der Storefront die entsprechende React-Komponente bauen kannst. In dem Sinne, ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns im nächsten Video.